Tracking und Tracing-Apps. Was hat es damit auf sich? Wozu braucht man Apps auf dem Handy, die uns überwachen? Wir wissen alle, dass der Coronavirus das Leben in Deutschland weitgehend stillgelegt hat. Die drastische Kontaktreduzierung ist momentan der einzige Weg, den die Wissenschaft hat, um so viele Ansteckungen zu verhindern, dass unser Gesundheitssystem überlastet werden würde. In Ländern wie Italien oder Spanien, die das zu spät gemacht haben, sterben jeden Tag viele Hunderte von Menschen. Was bedeutet das konkret? Viele Menschen arbeiten von zu Hause aus. Aber so schön ein bisschen Entschleunigung im hektischen Alltag ja auch sein kann, bedeutet das eben auch, dass viele Menschen gar nicht mehr arbeiten. Im Moment gehen Hunderttausende von Arbeitsplätzen verloren. Gleichzeitig können auch Kinder nicht mehr in den Kindergarten oder in die Schule gehen. Menschen werden voneinander isoliert, können ihre Eltern oder Großeltern nicht besuchen. Das Ganze ist auch ein Nährboden für Depression und für häusliche Gewalt. Das heißt, wir können das nicht ewig durchhalten, wir brauchen Alternativen. Wir müssen so lange durchhalten, bis es einen Impfstoff gibt und gute Medikamente. Es gibt einige Länder, die haben das Virus in den Griff bekommen. Dazu gehören Südkorea und Singapur. Sie haben unter anderem Apps eingesetzt. Allerdings Apps, die insbesondere in Südkorea in dieser Form mit unseren Grundrechten nicht vereinbar sind. Und deswegen arbeiten in Deutschland das Robert-Koch-Institut und das Heinrich-Hertz-Institut auf Hochtouren an einer App, die Grundrechte mit effektiver Gesundheitswirkung vereint. Anfangs gab es einen Gesetzesentwurf von Jens Spahn, der Funkzellen dafür verwenden wollte. Das geht aber gar nicht, denn die Funkzellen sind viel zu groß, um effektiv festzustellen, wer eigentlich mit wem Kontakt gehabt hat. Dagegen hat gerade die grüne Fraktion im Bundestag sehr energisch protestiert und das ist jetzt erstmal raus. Vielversprechender sind eben Apps, die ein System namens Bluetooth Low Energy nutzen, um infizierte Personen und ihre Kontaktpersonen gezielt zu lokalisieren und zu informieren, sowie Infektionsketten zu rekonstruieren. Die sensiblen Standortdaten, die werden also nicht erhoben, sondern es wird nur erhoben, wer in wessen Nähe war. Und man kann die App auch so konstruieren, dass auch keine Namen oder Telefonnummern verwendet wird, sondern nur eine anonyme ID-Nummer vergeben wird, die sich auch ständig ändert. Aber hier muss man natürlich auch noch zusätzliche Fragen stellen, außer der nach dem Datenschutz. Nämlich, haben wir genug Testkapazitäten, um alle Menschen zu testen, die dann eine solche Nachricht erhalten? Das müsste nämlich eigentlich sichergestellt werden. Was passiert dann mit diesen Menschen, die sich freiwillig in häusliche Quarantäne begeben? Werden sie automatisch krankgeschrieben von ihrer Ärztin oder ihrem Arzt, damit sie nicht zur Arbeit gehen müssen? Und wenn sie selbstständig sind, gibt es eine Form von Einkommensersatz? Also ich glaube, wenig Menschen werden freiwillig auf ihr Einkommen verzichten, nur weil eine App ihnen sagt, dass sie mal im gleichen Raum mit jemandem gewesen sind, der Corona hatte. Das sehe ich problematisch und diese Fragen müssen wir jetzt stellen. Wie sieht es mit der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Einbettung dieser Apps aus? Naja, zunächst mal muss sie freiwillig sein. Dann dürfen die Daten, die damit erhoben werden, auf keinen Fall durch andere Daten ergänzt werden. Im Gespräch waren ja mal Kreditkartendaten oder Standortdaten. Das geht absolut gar nicht. Dann muss die Nutzerin oder der Nutzer wirklich die perfekte Kontrolle darüber haben, wann die App installiert wird, wann sie gelöscht wird und damit müssen auch alle Daten gelöscht werden. Außerdem muss die Datenübertragung verschlüsselt erfolgen, der Zugriff auf die Daten darf nur im Bedarfsfall erfolgen und es müssen Open Source Standards eingehalten werden, damit auch immer wieder Expertinnen und Experten kontrollieren können, was da eigentlich passiert. Und außerdem muss die App natürlich auch für die Nutzerinnen und Nutzer transparent sein. Klar ist aber auch, eine technologische Lösung wie eine App wird nicht alle unsere Probleme lösen. Sie kann nur eine Hilfestellung leisten. Die Corona-Krise werden wir mit vielen verschiedenen Maßnahmen gemeinsam meistern.